Der Star Wars 8 Regisseur Rian Johnson hat auf Reddit ein wunderbares AMA gegeben, also ein Fragt mich alles. Viele der Nutzer haben ihm interessante Fragen gestellt, auf die Johnson auf seine sehr eigene Weise geantwortet hat. Auf die Frage des Nutzers MemeMan613, wie er auf die Idee kam, Luke Skywalker aus einer Alien-Brust trinken zu lassen, antwortete Johnson, dass er inspiriert wurde, als er die Mutter von MemeMan613 besucht habe. Auf die Frage, wie er die Star Wars-Filme vom besten zum schlechtesten Star Wars-Film ranken würde, setzte er seinen eigenen Film Die letzten Jedi auf Platz 1 und das legendäre, sehr trashige Christmas Special auf Platz 2. Alle anderen Filme würde er gar nicht kennen und er würde nicht verstehen, warum alle eigentlich so wütend auf ihn sind. Das meint er natürlich ironisch und ich finde das ehrlich gesagt sehr witzig. Ein Nutzer fragte auch, was das Schwierigste an der Arbeit als Regisseur sei. Darauf antwortete Johnson, dass es am schwierigsten sei, damit klarzukommen, dass George Lucas einem ständig schreiben würde, um zu sagen, wie man Dinge richtig macht. Und damit ein herzliches Willkommen hier auf unserem Kanal Cinema Strikes Back und einer brandneuen Folge Cinema News. In einem früheren Leben berichteten wir immer wieder über eine geplante Der Herr der Ringe Serie, an der Amazon derzeit arbeitet. Amazon hat nämlich für sage und schreibe 250 Millionen US-Dollar die Filmrechte an den Büchern gekauft. Darauf kommen dann nochmal 100 bis 150 Millionen US-Dollar, denn so viel soll die Produktion dieser gigantischen Serie tatsächlich kosten. Aber Amazon hört damit nicht auf, sondern plant noch viel krasseren Stuff. Amazon guckt nämlich ganz neidisch zu HBO rüber, die nächstes Jahr mit der 8. und finalen Staffel von Game of Thrones ziemlich sicher sämtliche Fernsehrekorde der Geschichte knacken werden. Deswegen suchen die Amazon-Produzenten nun nach einer Serie, die dem Erfolg von Game of Thrones nahe kommen soll. Dafür haben sie jetzt eine unfassbare Summe von 1 Milliarde Dollar in die Hand genommen. Die Bestseller-Trilogie Trisolaris oder Drei Sonnen vom chinesischen Autor Liu Cixin, die soll als Serie verfilmt werden. Cixin ist einer der erfolgreichsten und prestigeträchtigsten Science-Fiction-Autoren überhaupt, der immer wieder mit Werken hervorglänzt, die wissenschaftlich sehr akkurat sind. Barack Obama zählt zu seinen größten Fans. Und in Trisolaris geht es um ein chinesisches Forschungsprogramm in den 60ern, in dem geheime Nachrichten ins All gesendet wurden, um Botschaften von Außerirdischen zu empfangen. Lange Zeit gibt es keine Antwort auf diese Botschaften, bis 5 Jahrzehnte später der Kontakt zu Aliens den gesamten Lauf der Menschheit verändert. Wir halten euch zu der Serie natürlich auf dem Laufenden. Das Projekt klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Am 10. Mai startet der Film Rampage Big Meets Bigger in den deutschen Kinos. Darin spielt Dwayne „The Rock“ Johnson einen Primatenforscher, der eine tiefe Freundschaft zu einem großen weißen Gorilla pflegt, der Jonas heißt. Der deutsche Kultregisseur Uwe Boll, der von vielen zu den schlechtesten Regisseuren der Welt gezählt wird, der ist sauer und möchte nun sogar Warner Bros. Verklagen. Der Hintergrund: Er selbst hat nämlich eine Rampage-Trilogie geschaffen, in der es um einen Amokläufer geht. Boll ist der Meinung, dass der The Rock-Film Aufmerksamkeit von seiner Trilogie nehmen könnte. Auf seinem eigenen YouTube-Kanal gab Uwe Boll aber bereits zu, dass er in Wahrheit gar nicht wirklich sauer ist, sondern die ganze Sache nur nutzt, um seine Filme zu bewerben. Immerhin ist er ehrlich, der gute Boll. Schlechte Nachrichten für alle True Detective-Fans. Nach der grandiosen ersten Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson und der durchwachsenen zweiten Staffel mit Vince Vaughn und Colin Farrell war es lange Zeit ruhig um eine dritte Staffel der HBO-Krimiserie. Letztes Jahr kam dann endlich wieder etwas Bewegung in das Projekt und Jeremy Saulnier übernahm den Job als Regisseur. Jeremy Saulnier konnte mich mit seinen überaus brutalen und sehr guten Filmen Blue Ruin und Green Room sehr überzeugen. Jetzt wurde leider bekannt, dass Jeremy Saulnier nach nur 2 Episoden das Handtuch geworfen hat. Grund dafür sollen, Zitat, Terminkonflikte sein. Finde ich sehr schade. Am 26. April startet Avengers Infinity War und Marvel-Chef Kevin Feige hält sich sehr bedeckt darüber, was eigentlich danach passieren wird. Es gibt aber andere Filmemacher und Produzenten, die da gerne mehr darüber sprechen. Zum Beispiel der Guardians of the Galaxy Regisseur und Drehbuchautor James Gunn. Der hat nämlich verraten, dass der dritte Teil der Guardians of the Galaxy Reihe maßgeblich den Kurs der Marvel-Filme für die nächsten 10 Jahre festlegen werde. Was genau das heißen mag, ist noch nicht bekannt, aber vielleicht heißt das, dass Phase 4 des MCU sehr viel im Weltraum
Weltall spielen wird und es könnte durchaus sein, dass da die Skrull eine sehr wichtige Rolle in der Handlung spielen werden. Kevin Feige hat lediglich verraten, dass Avengers 3 eine Geschichte mit Thanos ist, das wissen wir, aber auch, dass Avengers 4 sich um Thanos drehen wird, aber die beiden Filme inhaltlich abgeschlossen sein werden, also miteinander nur immer wieder am Rande zu tun haben werden. Diese Woche erscheinen natürlich ein paar brandneue Filme in den deutschen Kinos, zum Beispiel der Fantasy-Familienfilm Das Zeiträtsel von Ava DuVernay, der Regisseurin von Hidden Figures. Darin geht es um eine hochintelligente Teenagerin, deren Eltern verschwinden bei einem Versuch, sich durch Raum und Zeit zu teleportieren. Außerdem startet die Action-Komödie Gringo mit Charlize Theron und Joel Edgerton. Der Film handelt von einem Typen, der bei einem Pharmaunternehmen arbeitet und komplett über den Tisch gezogen wird und sich dann an einen rächen möchte. Außerdem läuft diese Woche auch noch Ready Player One von Steven Spielberg an. Der Science-Fiction-Abenteuerfilm spielt in einer Zukunft, in der die Menschen die meiste Zeit nur noch in einer virtuellen Welt verbringen. Natürlich gibt es aber auch wieder in der Serienwelt diverse Starts. Zum Beispiel auf Fox, da startet die zweite Staffel von Legion, eine Serie über den Helden Legion aus den X-Men Comics. Auf Netflix startet die zweite Staffel der spanischen Serie Haus des Geldes. Darin geht es um einen Überfall auf eine Banknotendruckerei. Und alle, die sich auf Ready Player One freuen, dürfen auch der Netflix-Serie Kiss Me First entgegenfiebern. Darin geht es nämlich um eine einsame Teenagerin, die in einer virtuellen Online-Welt versinkt und in eine Spielsucht abdriftet. Und für alle Menschen aus Indien, die sich jetzt vielleicht auf Ready Player One gefreut haben, für die ist diese Serie vielleicht ein guter Ersatz, denn die Kinoaufführung von Ready Player One ist kurzfristig in ganz Indien ausgesetzt worden. Leute, die schon ein Ticket gekauft haben, haben ihr Geld in den Kinos zurückbekommen. Aber warum das Ganze jetzt passiert ist, ob es jetzt an den strengen Zensurbehörden liegt oder aus sonst einem anderen Grund, lässt sich leider noch nicht sagen. Das ist alles leider nicht bekannt. Aber was sagt ihr? Freut ihr euch auf Ready Player One? Wir werden morgen in unserer Kritik und auch am Freitag in unserem Podcast noch sehr genau auf den neuesten Steven Spielberg-Film eingehen. Am Freitag reden wir allgemein auch ein bisschen über die 80er und über dieses Nostalgia-Feeling, also über das Gefühl der Nostalgie, mit dem das Kino seit Jahren schon immer wieder punkten möchte. Abonniert dafür unseren großartigen Kanal Cinema Strikes Back und macht die Glocke rechts neben dem Abo-Button an. Dann verpasst ihr nämlich keines unserer Videos, denn dann komme ich zu euch nach Hause und benachrichtige euch persönlich, wenn ein neues Video online kommt, und das jedes Mal 10 Stunden später, so gegen 3 Uhr nachts. Checkt auch unbedingt mal unser Video vom letzten Samstag ab. Da sprach ich über die Celestials, über Thanos und auch über seine Herkunft. Ein Must-See, wenn ihr Infinity War noch sehen wollt. Damit werdet ihr auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß mit dem Film haben. Ansonsten sieht man sich bald wieder hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.